Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder hier heranschaut. Heute gibt es wieder etwas für die Freunde des Spazierengehens, nämlich eine kleine Runde von ca. 5 bis 6 Kilometer. Start wird erneut die Burg Stein an der Zwickauer Mulde sein. Ihr werdet euch sicher erinnern, hier waren wir bereits einmal, das Stichwort die geraubten Prinzen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Wir stellen das Auto am Bahnhof Hartenstein ab. Noch besser natürlich, wenn wir mit der Erzgebirgsbahn anreisen und gleich hier am Bahnhof entspannt loslaufen können. Wir überqueren die Muldebrücke, nicht ohne vorher noch einen bewundernden Blick auf die Burg Stein geworfen zu haben, und biegen direkt am anderen Ufer links ab. Der blauen bzw. grünen Markierung werden wir zunächst durch die kleine Siedlung Stein folgen. Die alten Fachwerkhäuser gefallen mir hier immer wieder besonders gut. Weit haben wir nicht zu laufen, bis wir den Rand des herrlichen Laubwaldes erreichen. Nach weiteren ca. 150 Meter finden wir einen Abzweig nach links. Ein alter Wanderführer empfiehlt hier einen kleinen Abstecher zu machen. Der Weg führt in den Auenwald der Zwickauer Mulde. Weit kommen wir jedoch nicht, denn das Buch ist offensichtlich schon älteren Datums und inzwischen hat sich die Natur hier vieles zurückgeholt. Kehren wir also um und folgen dem ursprünglichen Wanderweg hoch in Richtung Wildbach. Schließlich öffnet sich der Wald. Wir erreichen schöne Wiesen und haben einen ersten Blick auf das Waldhufendorf Wildbach. Interessant übrigens, der letzte Bär der Region wurde 1747 in der Bärenschlucht nahe bei unserem Wildbach erlegt. Sofort ins Auge fällt jedoch die schöne Kirche. Diese ist noch relativ neu. Die Vorgängerkirche war recht betagt und baufällig. So machte man sich 1804 an einen Neubau. Dazu wurden unter anderem die Steine der alten Kirche genutzt. Geplündert wurde aber auch die Ruine der Isenburg, unserem nächsten und naheliegenden Ziel. Dort wurden Sprengungen durchgeführt und eine große Menge Steine nach Wildbach gebracht. Schauen wir uns hier oben um, fällt uns noch etwas auf. Nämlich die auf der anderen Flussseite gelegenen Hinterlassenschaften des Bergbaus, den Schacht 371 der SDAG Wismut. Am 4. April 1956 wurde mit den Teufarbeiten begonnen und schließlich am 1. Mai 1959 als Jugendschacht 1. Mai an die Produktion übergeben. Die Leistung und der Gewinn gingen natürlich im Laufe der Jahre immer stärker zurück. Deshalb wurde die planmäßige Urangewinnung am 31. Dezember 1990 eingestellt. In diesen 44 Betriebsjahren wurden insgesamt 73.125 Tonnen Uran gefördert. Wissenswert für alle Freunde der Technik und Statistik: Dieses Bergwerk war mit einer Gesamttiefe von mehr als 1800 Meter bis zur Schließung das tiefste Bergwerk Deutschlands und wäre eigentlich einen separaten Film wert. Doch laufen wir weiter zur Kirche von Wildbach und finden diesen angenehmen, gepflegten Vorplatz mit schöner Aussicht vor.
Begeistert von dem wunderbaren Ambiente und der Aussicht solltet ihr nicht achtlos an dieser Figur vorübergehen. Denn es handelt sich um die Weise Frau von der Isenburg. Ihr seid neugierig geworden, was es damit auf sich hat? Zu Recht, denn es gibt eine spannende Sage über diese Weise Frau von der Isenburg. Ihr solltet unbedingt einmal hierher kommen und sie nachlesen. Wenn der Weg für euch zu weit ist oder wenn ihr nicht so lange damit warten wollt, dann drückt anschließend auf den Link vom Eva K. Kühn Hörkanal und dann könnt ihr gespannt dieser Geschichte lauschen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Durch diese Geschichte schön romantisch eingestimmt laufen wir weiter, fragen uns jedoch, weshalb der Raubrittersteg so merkwürdig unkenntlich gemacht wurde. An den Gärten entlang zum nächsten Ziel der versprochenen nahen Ruine Isenburg. Zwischen den Bäumen erkennen wir schließlich die noch vorhandenen Überbleibsel der Mauer und die besonders sehenswerten Reste vom Turm. Obwohl leider nicht mehr viel von der vermutlich um 1400 zerstörten Burg vorhanden ist, so ist es dennoch ein schöner, lauschiger Ort und lädt zum Verweilen oder Picknick ein. Wer sich über den Namen unserer Ruine Isenburg wundert, er soll zurückführen auf Eiserne Burg, weil sie schwer einnehmbar gewesen wäre. Ihrem Schicksal konnte sie dennoch nicht entrinnen. Doch genug der Burggeschichten. Finden wir eine zweite Öffnung in der Mauer. Diese nutzen wir, aber aufgepasst. Nach wenigen Schritten müssen wir scharf links abbiegen. Fragt mich aber bitte nicht, warum die Beschilderung weg ist. Schaut man nämlich genau hin, dann sieht man noch den Fuß des früheren Schildes. Ist das die Erklärung für die unkenntliche Markierung in Wildbach? Wer es gerne möchte, der kann sich dennoch die GPS-Daten herunterladen. Ich schreibe euch in der Beschreibung unten die Links von Outdoor Aktiv und Komoot ein. Wie dem auch sei, wir befinden uns hier auf dem Raubrittersteig. Diesen schmalen Pfad solltet ihr nur wählen, wenn ihr gut zu Fuß seid bzw. trockenes Wetter ist. In manchen Quellen wird ihm sogar alpiner Charakter nachgesagt. Ein Genuss ist er auf jeden Fall. Irgendwann erreichen wir dann den breiteren Weg, welchen wir vorhin nach Wildbach hochgegangen sind, und laufen diesen gemütlich zurück an den Ausgangsort. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser kleinen, aber wie ich finde, reizvollen Rundtour. Schreibt doch bitte unten in die Kommentare eure Gedanken und Eindrücke von dieser Wanderung. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und wer es noch nicht getan hat, der sollte unbedingt meinen Kanal, selbstverständlich kostenlos, abonnieren.
Denn bald geht es hier zum nächsten Ausflug in unserer wunderbaren Natur, beziehungsweise auf Pilgerreise auf die Via Francigena in Richtung Rom. Bis bald, ciao!